Guten Morgen, mein Name ist Fabian von Nippon Tackle. Ich bin hier nördlich von Mitsio Island zusammen mit Andreas von Andres Expeditions und wir wollen euch heute mal die neuen Yamaga Blanks-Routen vorstellen. Und zwar zum einen die Yamaga Blue Reef 80-8 Dual. Das ist eine Route, die kann man sowohl für kleine Popper als auch Stickbait sehr gut nutzen. Hat ein Wurfgewicht bis 160 Gramm, 8 Fuß Länge und perfekt geeignet eigentlich für Popper mit kleineren Cups und für Stickbaits. Vorwiegend nutze ich hier den Tailwalk Guns 180 sinkend. Das haben wir auch die letzten Tage schon sehr erfolgreich testen können. Die beiden Kombis funktionieren sehr gut in den Köderfischschwärmen, wenn quasi die GT schon unter den Köderfischen rauben, kann man damit extrem gut die GTs fangen. Als zweite Route, die ich dabei habe, das ist die Yamaga Blanks Blue Reef 710 Chugger. Die ist speziell konzipiert eigentlich für große Popper mit richtig großen Cups oder auch für schwere Stickbaits bis 200 Gramm wie den Gunst 200S. Vorteil hierbei ist, wir fischen ja teilweise auf 30-40 Meter Wassertief und müssen die GTs von unten erstmal anlocken. Und je größer der Cup, desto mehr Action gibt es natürlich im Wasser und die GTs kommen von unten hochgeschossen. Und die Route hat auch richtig Bums. Also wir haben hier jetzt eine PE10 Schnur drauf mit 150 Lips. Und die brauchen wir auch, weil gerade wenn wir über den Riff fischen mit 10, 20, 30 Meter Wassertiefe und die GTs die erste Flucht machen, ist die Bremse im Prinzip knall zugedreht auf 15 bis 20 Kilo Bremskraft, um den Fisch überhaupt bei der ersten Flucht stoppen zu können. Als Rolle verwenden wir von Tailwalk die Kuroshio 63 HGX, also die High-Gear-Variante, um einfach mit einem großen Schnurrentzug zu kurbeln zu können. Auf der kleineren Yamaga Blanks habe ich die gleiche Rolle drauf, allerdings mit einer PE8 von Gosen, um einfach die kleineren 160 Gramm Köder weiter werfen zu können. Das Tolle ist, dass wir bei der Gosen Jigging Schnur alle 10 Meter einen Farbwechsel haben. Es gibt insgesamt 5 Farben, die sich alle 50 Meter wiederholen und man kann auch sehr gut die Distanz abschätzen, die man geworfen hat. Wir haben gestern die Route auch reihum im Boot verteilt, dass wir Anfänger damit werfen konnten. Und selbst die haben es problemlos geschafft, nach dem 5. Wurf auf 60 Meter zu kommen. Die Routen laden sich sehr gut auf, weil sie im Prinzip für japanische Körper gebaut sind. Und ich bin auch kein Riese mit 1,80 Meter, 80 Kilo. Das heißt, man braucht nicht unendlich viel Kraft hinten raus, um die Köder zu beschleunigen, weil der Plank einfach sehr gut mitarbeitet. Das gleiche ist im Drill. Also die größere Variante ist auch in Japan bzw. Okinawa mit GTs von über 50 Kilo getestet worden. Und die haben wir gestern hier auch schon gesehen. Leider noch keine im Boot gehabt. Aber heute ist ja noch ein weiterer Angeltag und die nächsten 2 Tage. Und wir gucken mal, dass wir einen richtig guten für euch ans Band